Teil 5: The Great New and True Reset. Urwirtschaft im säkularen Kreis oder die Verpflichtung zwischen Partnern. In den vorangegangenen Abschnitten wurde das wirtschaftliche Handeln im sogenannten sakralen Kreis nachvollzogen. Als Ergänzung soll nun der entsprechende säkulare Kreis behandelt werden. Dieser ist im Wesentlichen durch das Fehlen der Vorstellung einer Abhängigkeit an einen göttlichen Schöpfer charakterisiert. Untertitel könnte man einführen: Der selbstständige Mensch als Wirtschaftstreibende oder der selbstständige Mensch zur Wirtschaft getrieben oder gar der Mensch sich selbst zur Wirtschaft treibend oder vielleicht noch der Mensch ständig andere zur Wirtschaft treibend. Nun, wie auch immer. Ohne an einen Schöpfer oder an ein Leben nach dem Tod glauben zu wollen oder dazu gezwungen zu werden, erkannten die gottlosen Menschen nach dem Erwachen ihres Intellekts die eigene materielle Vergänglichkeit. Ihr Verstand und der im Instinkt verankerte Wille zum Überleben wirkten ab nun zusammen, dem unvermeidbar erscheinenden Untergang, dem Bankrott, dem Tode also zu entkommen oder zumindest möglichst lange hintanzuhalten. Mit dieser Erkenntnis dürfte wohl das Argument entkräftet bzw. zumindest relativiert sein, dass des Menschen allzu menschliche Streben nach Profit in erster Linie menschliches Handeln und in weiterer Folge den Handel bestimmt. Warum? Vielmehr ist es nämlich das Streben, dem ständig drohenden Untergang zu entgehen. Es macht nämlich einen wesentlichen Unterschied nicht nur für das Verständnis wirtschaftlicher Gesetzmäßigkeiten, ob der Mensch handelt, um etwas zu erreichen, oder ob er handelt, um etwaigem zu entgehen. Und erst recht, wenn er versucht, beides in Balance zu halten. Der Verstand beharrt ja in aller Deutlichkeit darauf und leugnet nicht, dass ewiges materielles Leben nicht zu realisieren ist. Aber dem vorzeitigen Untergang entgangen bzw. der Eintritt des unausweichlichen Ablebens verzögert werden kann. Verhält der Mensch sich gegen diese Erkenntnis und tut in seinem Handeln, als könnte er den Gewinn, den Profit ewig maximieren und ständig steigern, Wirtschaftswachstum, das heißt gaukelt und macht sich vor, alles und das möglich jetzt zur Verfügung haben zu wollen oder gar zu müssen, beschleunigt er dadurch gerade seinen Untergang, dem er zu entkommen trachtet. Ich sage nur, Mensch, sei nicht dumm, nicht bring dich um. If you say I want it all, I want it now, I have to tell you, my dear, you won't get it anyhow. Also man möge sich an dieser Stelle, ich bitte gar schön, wohl fragen, ob denn der Wunsch oder Zwang nach einem jährlich erwünschten oder gar erforderlichen Wirtschaftswachstum, was letztlich dem Wunsch nach einem völlig unnatürlichen, völlig unerreichbaren exponentiellen Wachstum gleichkommt, einzutreten, nicht doch völlig daneben, weil ja unweigerlich tödlich ist. Kommen wir von der Theorie zur Praxis. Die Vorstellung zweier jeweils für sich autark wirtschaftender, zentral gelenkter Stammesgesellschaften zur Quelle der weiteren Betrachtungen machend, sei der Fall angenommen, dass einer der beiden selbstständig wirkenden Gruppen aus entweder eigenem Verschulden, das heißt Misswirtschaft,
oder unverschuldet, also durch Einfluss höherer Gewalt, der Möglichkeit beraubt wurde, das folgende Jahr zu überleben, zum Beispiel durch Verlust des gesamten Saatguts und oder der Herden, Besuch vom Sturm Katharina, Desert Shield oder Corona oder sonstigen Reset-Bestrebungen. Entsprechend den gegebenen und gelebten sozialen Normen ist unter diesen Gesellschaften ein Raubzug ausgeschlossen und mit der Hilfe kommend von der zweiten Gruppe darf man rechnen. Das Vorgehen sei also wie folgt beschrieben. Die eine Gruppe nennen wir die Raben, weil sie echte Pechvögel sind. Die zweite bekommt den Namen die Hähne, denn sie sitzen buchstäblich auf etwas, was gemeinhin mit Gold des Landmannes bezeichnet wird. Der König und Hauptmann, von mir aus auch Hauptmensch der Raben, lässt den Hähnen ein Schreiben zukommen, dessen wesentlicher Inhalt ungeachtet der verbalen Ummantelung aus einem Ansuchen um Überlassung aus dem Vermögen der Hähne besteht und die eventuelle Rückgabeoptionen schon beinhaltet. Dieses Kreditansuchen wird von den Hähnen begutachtet und abgelehnt, verhandelt oder eben aufgrund ehrenhafter, hochstehender Moral akzeptiert. Die Annahme wird durch ein Antwortschreiben bestätigt, dessen wesentlicher Inhalt aus der ausdrücklichen Zusage und Zustimmung und Konkretisierung der Auslieferungs- und Rückgabebedingungen besteht. Bedingungen, wie sie aus der Natur von Überlassungen ganz allgemein abgeleitet werden, können grundsätzlich ja sehr weitreichend sein, von nicht rückzahlbarem Kredit bis zur unmenschlich versklavenden Ausbeutung. Kommen wir zu unserer Geschichte zurück. Und die nach dem Beginn und ursächlichen Anlässen forschenden Gedankengänge nicht noch bewusst und absichtlich zu verkrümmen und sich in den vielen exponentiell sich daraus ergebenden Möglichkeiten zu verirren, wird hier als einzige Bedingung der Termin der vollständigen Rückgabe, nämlich der gleichen Mengen und Qualitäten an Saatgut, Lebensmittel, Werkzeuge usw. nach 4 Jahren angenommen, wobei eine vorzeitige Teilrückgabe möglich ist. Der große Deal. Dem Ansuchen selbst soll vorerst keine weitere Aufmerksamkeit zugewendet werden. Seine prinzipielle Funktion besteht als Eigenbeleg der Raben über das Eingeständnis ihrer Kreditbedürftigkeit. Der Kreditwürdigkeit dieser Raben und der Kreditwilligkeit der Hähne wird in deren Antwortschreiben ein positives, beglaubigendes Zeugnis ausgestellt. Hierbei sei es wiederum dahingestellt, ob die Hähne aus ihrem Überfluss, aus dem Ausreichenden oder dem Knappen zur Verfügung stellen und überweisen. Dieses Antwortschreiben beinhaltet nach den Prinzipien der Effizienz zweifellos die detaillierten Anweisungen für das Verlangte für alle Beteiligten, nämlich die Vorgangsweise für die Auslieferung aus dem Besitz der Hähne an die Raben und die Bedingungen für die Rückgabe von den Raben an die Hähne. Der letzte Stand daher ist folgender. In Händen der Hähne, der Geber, der Kreditgeber, befindet sich sozusagen eine konkrete Schuldbestätigung der Raben, dokumentiert durch ihr Kreditansuchen und der einfacheren Bedienbarkeit halber bei der zukünftigen Kredittilgung durch die Rückgabe der erhaltenen Waren auch in kleiner Stückelung. Nennen wir dies das Rabengeld.
In Händen der Raben befinden sich sozusagen Scheine, nennen wir dies das Hahnengeld, mit welchem aus dem Hof der Hähne deren Besitz für die Raben zu beziehen ist, dokumentiert durch deren Königs Anweisungen. Wieder wie in einem Stummfilm und oder von einem Sprachunkundigen den wahren Umständen gegenüber unkundigen Beobachter betrachtet, sieht es infolge oberflächlich doch so aus, als kämen die Raben mit einem großen Geldschein, Anweisung über das Gesamte oder mehreren kleinen Anweisungen über Teile des Ganzen und würde in den Geschäften der Hähne, den Vorratslagern am Hahnenhof, dieses Geld, das Hahnengeld, die Hahnenwährung, mit vollen Händen geschäftigt ausgeben und jede Menge Waren einkaufen. Ist das nicht so? Doch wir wissen, dass Raben bekannterweise nicht dumm und außerdem ehrlich sind und dass alles, was sie heute ausgeben, ihr Stamm auch wieder zurückerwerben bzw. ja erst bezahlen muss. Und zwar über den Rückerwerb ihrer Schuldscheine, beziehungsweise könnte man sagen auch Rückkauf ihres Geldes, welches sich bis dann in Händen der Hähne befindet. Ein Umstand, den ein sicherer nach der Art, ich weiß es doch gewiss, denn ich hab's ja doch mit eigenen Augen gesehen und außerdem habe ich solche Abläufe an der Hochschule studiert, Augenzeuge vielleicht zu übersehen und zu ignorieren bereit und geneigt ist. Da er sicher ist, die Raben haben alles ordentlich bezahlt und die Geschichte wäre damit beendet. Nun denn, und so geschieht es auch. Das Überleben der Raben ist gesichert und nach einem Jahr kehrt man an den respektierlichen Handelsplatz zurück, der sich zum Grund des Überlebens und als Quelle des neuerlich sich anbahnenden Wohlstands erwiesen hat. Mit im Gepäck führt man einen Teil, Rechnungsbeispiele ersparen wir uns natürlich, des geschuldeten, ausstehenden Saatguts und anderer Waren, welches gegen entsprechendes eigenes Schuldgeld, die Rabenwährung oder das Rabengeld, zurückgebracht und sozusagen verkauft wird. Unser informierter, schon altbekannter Augenzeuge beobachtet, dass die Hähne, was sie letztes Jahr für bestimmte Papiere, es waren ihre eigenen, verkauft haben, just für andere, zumindest gleichwertige Papiere, wieder zurückkaufen. Vielleicht beginnt sich unser Doktor moderner Ökonomie sich ab jetzt langsam zu fragen, wo ist denn da für wen der Profit? Der monetäre Profit? Ob die Hähne darüber hinaus ein Geschenk als Symbol aufrichtiger Dankbarkeit von den Raben empfangen haben, braucht hier nicht weiter verfolgt werden. Denn sonst fände man sich flugs in der Rolle des erwähnten wissenden Beobachters, der sich vielleicht mit der Frage auseinandersetzt und quält, ob dieses Geschenk nun als Bestechung, Provision, Profit oder gar als Zinsen zu betrachten sei. Vielleicht war es aber auch ganz anders. Und anstatt dass die Raben als Spender auftraten, waren es vielleicht die Hähne, welche die Raben großzügig, festlich bewirteten und aufs Beste, gastfreundlich, wie sie nun mal sind, um deren Wohl sorgten. In diesem Fall möchte unser traut gewordener Zeuge vielleicht meinen, die gastgebenden Hähne hätten vielleicht doch ein gutes Geschäft gemacht. Aber das würde er schon noch herauskriegen, denn Fragen über Fragen für den Forscher sind doch letztlich zu beantworten. Es eilt die Zeit, ein weiteres Jahr, wir eilen mit und halten nicht hinterm Busch mit dem, was folgt. Denn es erfolgt, die Raben und Hähne wieder im Handel vor Ort vereint, dieses Mal die Rückgabe über den gesamten noch ausstehenden Rest oder einen weiteren Teil. Und ein Jahr darauf nähert sich in diesem Fall der Deal hoffentlich seinem Abschluss. Dann haben die Raben ihre Schuldeingeständnisse
ihre Schuldscheine, also ihr Rabengeld, ihre Rabenwährung und die Hähne ihre Auslieferungsscheine, ihr Hahnengeld, ihre Hahnenwährung jeweils vom anderen zurückbekommen. Die Raben haben überlebt und Dankbarkeit in der Welt verbreitet. Die Hähne haben ihr Gegebenes zurück und edle, freigebige Gastfreundschaft exerziert und beide Parteien haben die Erfahrung gemacht, dass durch freiwilliges, selbstloses Geben verursachtes zeitweiliges Fasten die Tugenden der Zurückhaltung, Großzügigkeit und Beherrschung verliehen werden und diese wiederum jene Triebkräfte darstellen, welche zu größtmöglichem Gesamtnutzen führen. Nicht unser aller Ziel? Alles in allem, alle für alle, ein gutes Geschäft. A real, good, great and true deal. This is how the new and true reset comes really true. Unser in der Zwischenzeit zwar am Kopfe weiß und im Kopfe weniger weise gewordene Beobachter aus dem Stamme der scharfen Zeugen kann jedoch in dieser Sache nicht viel über zähl- und wegbaren monetären Gewinn berichten. Doch darüber soll an anderer Stelle gesprochen und befunden werden.